Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum versprochenen Flohmarkt-Video. Es wird spannend. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Direkt nach dem Intro erkläre ich, wie der ganze Verkauf funktioniert, was ihr beachten müsst. Deswegen bitte nichts überspringen, sondern den Teil zumindest angucken. Aber jetzt fangen wir an. So, jetzt versuche ich mich kurz zu fassen, wie der ganze Verkauf funktioniert. Ich werde euch nacheinander die Produkte zeigen, die ich verkaufen möchte. Teilweise habe ich auch mehrere davon. Teilweise sind sie neu, größtenteils aber gebraucht. So, ich werde sie euch zeigen. Ich werde euch den Namen dazu anzeigen und meinen Preis. Wenn ihr ein Produkt davon haben wollt, dann schreibt ihr mir bitte nicht in die Kommentare, sondern ihr schreibt mir eine E-Mail an youtube@simone-zunterer.de. Da schreibt ihr mir euren Namen rein, welches Produkt das ist, das ihr haben wollt, vielleicht noch andere Sachen, die ihr haben wollt, die Anzahl, falls es mehrere sind. Und ich werde dann nach dem Prinzip verfahren, wenn ich jetzt Produkt A zum Beispiel für 5 Euro anbiete, und mir schreiben 10 Leute, die Produkt A für 5 Euro haben wollen, kriegt derjenige es, der mir als erstes geschrieben hat. Ihr habt aber die Möglichkeit, mir mehr zu bieten. Das heißt, wenn 10 Leute Produkt A für 5 Euro haben wollen und einer schreibt mir ganz zum Schluss, Nummer 11, der sagt dann, ich möchte es für 10 Euro haben, dann bekommt es der. So, hat so ein bisschen was von eBay. So viel dazu. Alle Sachen, die ich euch zeige, sind wie gesagt von privat. Das heißt, ich vergebe keine Garantie. Ich werde, soweit es mir möglich ist, die Sachen testen. Alle Sachen, die ich euch zeige, habe ich ins Regal gelegt und da haben sie funktioniert. Das heißt, ich verkaufe euch nichts, von dem ich weiß, dass es defekt ist. Ich kann aber, wie gesagt, auch keine Garantie übernehmen. Ich glaube nicht, dass irgendwas Probleme machen sollte. Falls ja, kann man das später immer noch lösen. So, dann Versand erfolgt ausschließlich über DHL. In Europa ist es natürlich am günstigsten. Bedenkt bitte, es gibt ja auch, je nach Gewicht nochmal Unterschiede. In Europa, also in Deutschland ist es relativ günstig. Europa geht so, je nach Gewicht. Und alles, was dann Schweiz, nicht mehr Europa und Übersee ist, bitte bedenkt, da fallen auch Zollgebühren an. Für die bin ich nicht verantwortlich. Ich kann sie euch auch nicht errechnen. Das müsst ihr selber machen. Und der Versand wird halt recht teuer. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Sachen bei mir in Köln direkt abzuholen. Da kann man sich treffen und eine Übergabe machen, ist gar kein Problem. Dann spart ihr euch natürlich den Versand. Bezahlweise ist PayPal am liebsten an Freunde und Familie. Dann entstehen keine Extrakosten. Ihr könnt mir das Geld natürlich auch überweisen. Das dauert dann ein paar Tage länger. Allgemein, ich werde keine Sachen rausgeben, die vorher nicht inklusive Versand bezahlt sind, weil da habe ich schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr könnt mir vertrauen. Ich werde nicht einfach das Geld einkassieren und nichts verschicken. Ihr bekommt bei DHL auch immer eine Sendungsverfolgungsnummer. Das heißt, ihr wisst dann auch immer, wo die Sachen sind. Und die Sachen sind auch versichert, falls die Post das irgendwie verschlampern sollte. Selbstverständlich, falls das für irgendjemanden von euch interessant ist, kann ich die Sachen auch signieren oder euch einen Brief dazulegen. Wenn ihr solche Wünsche habt, natürlich immer gern. Ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, viel Spaß mit den Produkten. Es wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video, weil ich habe viel im Keller gefunden. Wenn ihr irgendwas wisst, was ihr unbedingt haben wollt, wovon ihr denkt, dass ich es vielleicht hätte oder verkaufen könnte, hier aber nicht dabei ist, dann schreibt mir auch gerne eine E-Mail und fragt. Dann werde ich mal gucken, was ich tun kann. Fragen kostet nichts, das könnt ihr gerne machen. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir an. So, wir fangen an. Die ersten 2 Produkte, die ich habe, sind 2 Stück. Also könnt ihr natürlich einzeln erwerben, 2 Stück. Senderkoffer Aluminium von Graupner mit diesem Graupner Hot Aufkleber. Falls ihr damit ein Problem habt, könnt ihr natürlich auch gern Sticker drüber kleben. Die sind relativ leicht, groß, stabil und da kriegt ihr eigentlich alles rein, was ihr so haben wollt. Ich benutze die unter anderem auch, wenn ich Lehrer-Schüler-Sender unterbringen will oder, weiß ich nicht, Akkus. Manche Leute transportieren auch gerne ihre Akkus damit, Ersatzteile. Die könnt ihr auch für Werkzeuge, ihr könnt die für alles verwenden, was ihr wollt. So ein Alukoffer ist immer sehr schick
und sehr vielfältig. Die sind eigentlich auch sehr gut verarbeitet. Standen bis jetzt nur im Keller, weil ich ja mehrere Graupner Sender habe. Mein Preis dafür sind 7,50 €. So, jetzt kommt etwas, was bestimmt für viele von euch interessant ist. Ich habe hier eine Handvoll V-Stabis. Und zwar handelt es sich hier um die Mini V-Stabi 5.3 Blue Line, allerdings alle abgegradet auf Pro. Das ist meiner Meinung nach das beste Flybarless-System, was ihr kriegen könnt. V-Stabi von Mikado ist ja einfach das Beste. Ist nicht die Neo, sondern die Vorgängerversion. Die sind alle abgegradet. Ihr könnt selber gucken, was die immer noch wert sind. Ich habe gerade nachgesehen, ich glaube, Originalkaufpreis mit Express, also nicht mit Pro, sind 193 €. Ich hätte pro Stück gerne 120 €. Die sind besonders gut geeignet für kleine Hubschrauber, wo ihr wenig Platz habt. Und dann habe ich auch noch eine große V-Stabi. Das ist die gleiche Version, auch Pro wie die da unten, allerdings mit einem externen Sensor, falls ihr den irgendwo hinbappen wollt und die Sensoren außerhalb, oder falls ihr ein Nitro-Modell habt, wo ihr einen besonders vibrationsarmen Platz suchen wollt, dann könnt ihr das da hinkleben. Für das Ding hätte ich gerne 150 €. So, jetzt kommen wir auch nochmal zum kleinen Special. Ich habe hier einen komplett neuen, unbenutzten Phoenix Castle Edge HV 120 Regler. Also für 600er, 700er Heli. Ich fliege auch noch 120 Ampere Regler. Ihr seht, noch nie eingebaut, noch nie verlötet, gar nichts. Außerdem habe ich dazu noch dieses USB-Programmier-Kit, das allein nochmal 25 € kostet. Das Ding, ich habe gerade nachgesehen, im Internet kostet hier in Deutschland neu immer noch 270 €. Ich hätte gerne für beide Sachen zusammen 200 €. Dann kommen wir jetzt zu einem Ladegerät. Das ist gerade für euch Einsteiger sehr praktisch. Der kann nämlich 1 bis 6 Zellen LiPo-Akku, 1 bis 6 Li-FePo, 1 bis 6 Bleibatterien und 1 bis 14 Nickel-Cadmium-Nickel-Metallhydrid. Kann maximal 6 Ampere. Er hat hier ein integriertes Netzteil. Hier kommt der Balancer dran. Der hat einen integrierten Balancer. Ihr müsst halt hier Balancer vom Akku anstecken. Und ihr könnt hier noch alle möglichen Sachen einstellen. Das Ding hat mich sehr, sehr lange begleitet. Außerdem angebracht sind die Krokodilklemmen für, wenn ihr mal am Auto laden müsst, auf dem Feld. Das Ding funktioniert noch, hat mich sehr lange begleitet. Es ist sehr handlich, auch wenn ihr das mal auf eine Veranstaltung mitnehmen wollt und irgendwo anklemmen. Ja, für das Ding, ich habe damals 99 € bezahlt. Der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, funktioniert aber immer noch. Ich hätte für das Ding gerne 25 €. So, dann haben wir noch ein Ladegerät, das ist von Yamara. Das kann 1 bis 30 Nickelzellen, 1 bis 12 Lipo-Zellen. Hat hier auch Anschlüsse für ein Power Supply, für ein Netzteil, weil es nämlich kein integriertes Netzteil hat. Das heißt, das ist ein Ding, dafür braucht ihr ein Netzteil. Da kann man hier noch irgendein Interface anschließen, einen Temperatursensor. Balancer müsst ihr anschließen, der kommt dann hier dran. Da gehört für mich einer hier von, den habe ich lange benutzt, von Robbe dazu. Der hat dann hier wiederum ein Adapter, wo ihr dann hier sowas dran schließen könnt. Ist ein bisschen mehr Gekable, aber vielleicht das Schöne, wenn ihr was habt mit einem Netzteil, dann könnt ihr halt bestimmen, wie viel Power das Ding hat, bis zu seinem physischen Limit natürlich. Bei dem anderen seid ihr auf das integrierte Netzteil angewiesen. Hier habt ihr natürlich, ihr braucht ein Netzteil. Das Teil würde ich euch zusammen mit diesem Balancer und diesem kleinen Board hier für auch 20 € überlassen. So, dann kommen wir für etwas für die Leute, die wahrscheinlich Kinder haben, die vielleicht auch sie ein bisschen ranführen wollen an die Fliegerei. Und zwar habe ich hier den Bugs 3 Quadrocopter. Ich habe über den in meinem Kanal ein Video gemacht, wo ich das Ding aufbaue und Probe fliege. Der hat hier unten eine Halterung für eine GoPro, dann kann man ein bisschen Flugvideos machen. Hier hinten kommt der Akku rein, das ist ein 3S LiPo, der wird hier angesteckt. Es ist hier diese Fernsteuerung dabei, ihr seht schon 2,4 GHz. Außerdem das Ladegerät, extra Propellerkäfige, damit man nicht bei Mama gegen den Flachbildfernseher fliegt, sowie die Anleitung, Aufkleber und der Akku, der damals mit dabei war. Das Ding hat kein GPS, es fliegt allerdings sehr, sehr eigenstabil.
Hat, finde ich, auch eine ganz gute Größe, dass es vom Wind nicht davon geweht wird. Ich bin auf meinem, wie üblich, windigen Feld immer geflogen und es kann sogar per Knopfdruck Überschläge machen und ich glaube sogar rollen. Also das ist, glaube ich, gerade für die Kinder halt dann ganz nett. Guckt euch das Video an, falls ihr daran interessiert seid. Ich habe noch die Originalpackungen hier liegen. Das heißt, ihr kriegt das dann in so einem Gesamtpackage zugeschickt und für das Ganze hätte ich gerne 20 Euro. So, jetzt kommt was für die Bastler. Ihr wisst ja, es gibt viele gute Ladegeräte, die kein integriertes Netzteil haben und da braucht ihr dann ein externes Netzteil. Die können mitunter sehr viel Geld kosten und viele Leute gibt es, die machen dann sich einfach und nehmen ein Computernetzteil. Und ich habe hier aus meinen alten Zeiten sowas. Da kommt hinten noch ein Stecker dran, den kriegt ihr überall, so ein Standardstecker. Und ihr könnt sehen, das Ding könnt ihr mit 12 Volt oder mit 13,8 Volt bedienen. Hier kommt dann euer Lader dran, ein Ausschalter. Ist natürlich ein bisschen klobig, aber tut seinen Dienst. Das Ding ist ziemlich schwer, deswegen wird es viel Versand kosten. Ich warne euch vorher. Ich habe jetzt noch nicht gewogen, aber ich würde sagen, 3 bis 4 Kilo hat das Ding schon. Also muss man gucken, ob man das ins 5 Kilo Paket noch reinkriegt. Kann also teuer werden, bevorzugt vielleicht ein Selbstabholer, aber ich würde euch im Preis da auch entgegenkommen, damit ihr euch im Versand nicht tot zahlt. Also ich würde für das Ding noch 10 Euro haben wollen. Dann kommen wir zu einem weiteren Regler. Ich glaube, den hier hatte ich lange Zeit in einem meiner 700er drin. Das ist der Hawk Brushless 100 Ampere Opto, wofür auch immer Opto steht, von Fusion. Ist auch programmierbar, kann 4 bis 12 Lipozellen und hat kein integriertes BEC. Dafür habe ich dann hier so eins von MTTech dran gebaut. MTTech macht sehr gute Sachen. Hat mir lange Zeit gute Dienste geleistet, habe es dann irgendwann für einen etwas platzsparenderen Contronic-Regler ausgebaut, weil ihr wisst, ich habe gern nicht so viel Kabel, aber es gibt Leute, die haben gern ein externes BEC. Ich habe mal geguckt, das Ding kostet neu 119 Pfund, also 125 Euro. Für den externen BEC habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, was das kostet, aber ich würde euch beides zusammen für 75 Euro überlassen. Dann kommen wir zu ein paar Sachen aus meiner ganz alten Zeit, aus meiner Thunder Tiger Zeit. Sind aber vielleicht interessant für ein paar Anfänger von euch, die was Preisgünstiges suchen. Und zwar habe ich jetzt hier einmal von Ace RC, das war damals die Thunder Tiger Marke, einen 25 Ampere Regler. Der ist programmierbar über den Sender und kann 2 bis 4 Lipozellen. Das heißt, es ist perfekt eigentlich für so einen 450er Heli, den ihr mit 3 oder 4S benutzt. Die Dinger habe ich im Mini-Titan immer geflogen, die waren eigentlich ganz okay. Also sie sind natürlich nicht ganz so teillastfähig wie jetzt so ein Contronic-Regler, aber dafür würde ich für das Ding auch gern nur noch 10 Euro haben. Und dann haben wir nochmal den großen Bruder davon, nämlich das Ace RC 75 Ampere. Das kann 2 bis 6 Lipozellen, ist ebenso über den Sender einstellbar, hat auch ein integriertes BEC. Die Dinger bin ich in meinen 500er, 600er und zum Schluss sogar in den 700er Helis geflogen. Gut, 700er würde ich jetzt für 75 Ampere inzwischen nicht mehr empfehlen, aber ich würde mal sagen, wenn ihr zum Beispiel einen 500er Heli habt, da sollte das eigentlich noch super sein. Wie gesagt, die Dinger bin ich auch ewig lang geflogen. In meinem, glaube ich, Raptor 620 bin ich die lange geflogen, mit 5 und mit 6S. Keine Probleme gehabt, nie Aussetzer gehabt. Dementsprechend für die beiden Dinger jeweils, also jeder von denen, hätte ich gerne noch 25 Euro. Jetzt kommen wir zu ein paar Goodies. Und zwar, ich habe hier 2 Contronic-Regler. Die sind schon ein etwas älteres Semester, haben mir aber in meinen 700er und 800er Helis immer sehr gute Dienste geleistet. Es handelt sich hier einmal um einen Heli PowerJive 120 plus HV und einen PowerJive 120 HV. Den ganz genauen Unterschied kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Sie sind auf jeden Fall beide nicht mit der Proc-Unit, glaube ich, kombinierbar. Das heißt, ihr müsst sie über den Sender einstellen, so wie man das halt so kennt. Haben ein integriertes BEC. Diese Regler
ihr seht schon, die sind nicht sonderlich schön, weil die sind so eingegossen in Plastik. Aber diese Dinger, die halten, ich weiß nicht wie lange, die überleben auch alles, es sei denn, ihr fackelt sie wirklich ab. Und die sind super, super teillastfähig. Ihr wisst, ich fliege eigentlich nur noch Contronic in meinen Hubschraubern. Ihr könnt mein 77er zum Beispiel für Low RPM, den betreibe ich auch mit einem Contronic-Regler. Der ist so weit runter geregelt, dass er schon kurz vorm Abschalten ist und trotzdem, der pumpt nicht, der überdreht nicht, gar nichts. Also die Contronic-Regler sind das Beste, was ihr kriegen könnt. Die haben damals um die 500 € neu gekostet. Ich habe sie ein kleines bisschen günstiger gekriegt, weil ich damals Prozente gekriegt habe. Die gibt es so nicht mehr auf dem Markt. Die sind inzwischen ersetzt worden vom Jive Pro, haben aber immer noch eine saumäßig geile Regelung. Und wie gesagt, bis 12S, glaube ich, könnt ihr die betreiben. Und ich hätte dafür gerne pro Stück noch 150 €. Ja, dann haben wir noch etwas, was ich eigentlich nur schweren Herzens weggebe, weil ich es wirklich gern geflogen bin. Meine T-Rex 150, das muss man hinten einklipsen, also schon getuned mit einem Lynx-Heckrotor, damit der auch anständig hält, mit einer neuen Haube. Dabei ist die Originalhaube, Ersatz-Anfängerblätter, ein Ersatz-Servo, Ersatz-Landegestell, nochmal andere Linksheckblätter, die originalen Heckblätter in großer Anzahl, eine Tuning-Heckfinne, dann natürlich das Ladegerät plus so ein extra Ding, was ich mir dazu gekauft habe, um 3 Akkus gleichzeitig laden zu können. Das Ganze kommt halt hier noch mit der Originalbox. Da ist auch noch ein bisschen anderes Zeug drin, unter anderem auch noch das Original allein Werkzeug und 5 Akkus, ich gebe aber keine Garantie mehr drauf, wie gut die noch sind, weil die liegen jetzt schon seit ein paar Jahren rum, kann sein, dass die platt sind. Also bereitet euch darauf vor, dass ihr neue Akkus kaufen müsst. Aber es ist wirklich jede Menge Zeug dabei. Ich bin von den Mini-Hubschraubern, die ich geflogen bin ich den hier wirklich am liebsten geflogen. Aber ich fliege das Kleinzeug. Also meine Wohnung hier ist zu klein, da habe ich keinen Platz. Und Indoor-Fliegen, weiß ich nicht, habe ich irgendwie auch nie gemacht. Und deswegen, wenn ich fliege, fliege ich draußen und dann fliege ich halt was Großes. Deswegen, das Ding steht bei mir jetzt schon seit Jahren nur auf dem Schrank rum. Und das ist halt eigentlich echt zu schade, weil das echt ein süßer kleiner Heli ist. Und ich glaube, der kostet neu in der Bind-to-Fly-Version. Also der hier ist auch, den könnt ihr mit einer Spektrumfunke direkt verbinden. Da müsst ihr eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel einprogrammieren. Für das Ding hätte ich gerne noch einen Huni, also 100 €. So, und dann habe ich hier noch meinen Blade Nano. Das ist auch ein voll 3D-fähiger Mikro-Hubschrauber. Den bin ich auch sehr gerne mal geflogen, als ich ihn neu hatte, wie es halt immer so ist mit neuen Sachen. Da sind jetzt keine Akkus dabei. Der ist auch Bind and Fly, das heißt, mit einer Spektrumfunke könnt ihr das Ding sofort programmieren und loslegen. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß noch, irgendwas war. Ich weiß nicht, ob der Heckrotor langsam, weil das ist kein Brushless-Heckrotor wie beim T-Rex, sondern das ist ein Brushed-Heckrotor. Deswegen habe ich hier nochmal einen extra original verpackten Heckrotor mit Stange und allem. Da ist auch schon der fertig gelötete Stecker dran. Das müsst ihr eigentlich nur noch dran bauen und fertig. Das liegt mit dabei. Für das Ding hätte ich gerne noch 30 €. Ja, und selbstverständlich nicht zu vergessen, dieses Ladegerät, wo hier die Akkus reinkommen, das gehört natürlich dazu, auch wenn kein Akku dabei ist, aber den kriegt ihr ja günstig. Dann kommen wir zu einer noch original verpackten Contronic Proc Unit. Das ist dieses USB-Connection-Teil, was ihr für die ganzen neueren Regler braucht, um sie am Computer ganz easy und einfach bis ins kleinste Detail einzustellen. Ich habe 2 davon, ich brauche aber nur 1, deswegen original verpackt, niegelnagelneu, kostet im Laden 60 €. Ihr könnt das Ding für 45 € haben. Für die Graupner-Flieger unter euch, ich habe hier Christbaum 3 USB
Adapter, USB-Schnittstellen für Graupner ESCs, also für Graupner Regler. Damit könnt ihr eure Regler programmieren, falls ihr einen Graupner Regler habt. Die Dinger könnt ihr für 5 € das Stück haben. So, dann wieder was für die Datenspezialisten unter uns, nämlich einen J-Log 2. Das ist ein kleines Modul, was ihr benutzt, um es zum Beispiel an den Contronic Jive, den ich euch vorher gezeigt habe, anzuschließen. Damit könnt ihr ganz viele Sachen loggen, Ströme, Temperaturen, innere Spannungen. Ich bin ja nicht so der Logging-Typ. Da könnt ihr einen Sensor anschließen. Der ist jetzt speziell für den Jive gemacht, also für Contronic-Regler. Und da oben ist dann auch eine Micro-SD-Karte drin. Damit könnt ihr dann die ganzen Sachen auf die SD-Karte während dem Flug spielen und dann später in euren Rechner einstöpseln und dann ansehen. Für das Ding hätte ich gerne noch 10 €. Und dann kommen wir noch zu dem original verpackten Teil hier von Revolectrix. Revolectrix macht den Cell Pro Charger, den habt ihr vielleicht bei mir schon mal gesehen. Der ist sehr, sehr mächtig, den benutze ich auch immer noch, wenn ich ihn mit einem externen Netzteil benutze. Das ist ein sehr gutes und immer noch sehr aktuelles Ladegerät. Und das hier ist quasi das USB-Interface, um es an den Rechner anzustecken und Daten aus dem Ladegerät rauszuziehen. Ströme, Einstellungen, Ohmwiderstände, alles Mögliche, falls ihr das braucht. Das Ding hier würde ich euch auch für 10 € überlassen. Dann kommen wir hier zu diesem Frame für einen FPV-Racer. Den habe ich mir, glaube ich, selbst damals aus Asien geholt. Habe ihn zusammengeschraubt, aber irgendwie nie geflogen. Also der ist jetzt auch schon so ein bisschen eingestaubt. Müsste nochmal nachgezogen werden. Ist aber angeblich ein recht gutes Teil. Hier fehlt ein Füßchen. Also ihr seht, das sind nur 3 von 4 Füßchen. Weiß ich nicht, müsst ihr dann selber irgendwas bauen. Für das Ding hätte ich gerne 5 €. Dann kommen wir jetzt zu etwas, was für die FPV-Pfleger ist. Ein Graupner Alpha 250Q, schon komplett fertig aufgebaut mit LEDs, mit Graupner Flybarless-System, mit 4 Reglern, mit Motoren, mit Propellern. Hier oben, wo die Kamera drauf kommt. Der ist auch schon geflogen, war fertig eingestellt. Die Antennen sind schon verlegt, wie ihr sehen könnt. Das Ding kostet so neu, habe ich gerade nachgeguckt, 260 €. Ich bin das Ding vielleicht 3-mal geflogen. FPV-Fliegen ist einfach nichts für mich. Ich hätte für das Ding gerne noch 150 €. Ja, und jetzt kommen wir quasi nochmal zu dem gleichen, aber Marke Eigenbau so ein bisschen. Also der Grundframe ist auch Graupner Alpha, die Motoren sind das gleiche, die Regler sind das gleiche, ist auch ein Graupner Flybarless-System drin, aber so, hier hinten ist schon fertig für Fat Shark, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Cloverleaf, glaube ich, Antennen. Jetzt muss ich gerade gucken. Ach so, ja, hier vorne habe ich noch Marke Eigenbau Kamera dran gemacht. Die kommt dann eigentlich hier vorne durch. Die fliegt jetzt hier gerade so ein bisschen durch die Gegend. Ja, das Ding ist tatsächlich auch geflogen. Ich gucke gerade, ich sehe allerdings keine Schäden aus. Achso, ja, hier hinten habe ich noch eine Selbstbau-LED hinten dran gemacht, damit ich das sehen kann. Vorne hat sie keine LEDs. Selbst gelötete Stecker. Also ihr seht, es ist hier drin so ein bisschen Chaos. Also da muss man auf jeden Fall nochmal dran. Hat aber alles funktioniert so, wie es soll. Ich bin das mit meiner Fat Shark Brille geflogen. Ich glaube, inzwischen gibt es natürlich schon bessere Systeme. Das ist die Fat Shark System von vor 3 Jahren oder 4, ja 3 glaube ich. Dementsprechend, da ist bestimmt Verbesserungsbedarf. Das Ding hat aber funktioniert. Es hat seinen Soll getan. Ich sehe jetzt nicht, dass hier irgendwas kaputt ist. Also für das Ding mit Kamera und der Antenne, die ich extra gekauft habe und auch dem Graupner-System hier drin, hätte ich auch gerne 150 €. So, und dann nochmal ein ganz spezielles Teil. Und zwar habe ich hier einen Graupner Alpha 300Q. Das ist der berühmt-berüchtigte 3D-Kopter. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist das Teil hier. Das hat oben und unten LEDs, das ist ein 3D-Kopter, das heißt, ihr könnt das Ding eigentlich wie ein Hubschrauber fliegen, also auch über Kopf. Ihr könnt damit alles machen, was ihr mit dem Heli macht. Hier oben kommt der Akku rein,
Hier hinten wird der angesteckt. Ich muss ihn ein bisschen putzen, weil ihr seht, der war schon ein paar Mal im Dreck. Er hat aber wirklich immer alles überlebt. Also ihr seht, da ist nichts abgebrochen. Da ist noch ein bisschen Dreck dran. Also bei mir war es häufig so, ich habe dann ein bisschen die Orientierung verloren, weil es halt ein X ist und kein Heli. Und dann hat es halt gemacht und dann hing er im Dreck, aber also im Dreck rausgezogen, weitergeflogen. Also zum Trainieren ist das Ding echt cool. Mit 4S geht das Ding ab wie die Seuche. Ich würde euch diesen GensAce 4S Akku auch noch dazu tun, weil ich für den sonst keine Verwendung habe. Hier bei dem fehlt ein winzig kleines Eckchen. Also ja, das Ding ist geflogen worden. Der ist allerdings nicht häufig geflogen. Also der ist hat vielleicht 20 Flüge drauf und dann habe ich das Ding eigentlich nicht mehr benutzt. Ich würde euch den in dem originalen Koffer schicken. Ich habe mal geguckt, der kostet bei Freakware im Moment neu als Bausatz, also noch nicht zusammengebaut, immer noch 320 Euro. Ich würde euch das Teil für 175 Euro inklusive dem Akku überlassen. So, dann weiter für unsere Copterflieger. Ich habe hier 3D-Props, einmal in Blau und dann noch in Weiß. Das hier sind jeweils immer 4 Stück drin. 1, 2, 3, 4, 5 Packungen mit jeweils 4 Stück. Hier sind auch 4 drin bei den Weißen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Also 2 mal 5 Packungen mit jeweils 4 Propellern. Sind 3D-Propeller, also symmetrisch. Da hätte ich gerne für die Packung 2 Euro. So, dann weiterhin was für die Drohnenflieger. Ein externer Monitor, hier richtig professionell mit Einstellmöglichkeiten und hier mit meinem selbstgebauten Übertragung, Anschlussstecker. Und hier kommt dann der Akku dran, damit ihr das Ding dann unabhängig benutzen könnt. Das habe ich vielleicht 5 Mal benutzt. Ich glaube, damals in meinem Ghost FPV, nicht FPV, meinem Ghost Copter von Thunder Tiger, aber ja, vielleicht 5 Mal benutzt, dann nicht mehr. Und für das Ding hätte ich gerne noch 20 Euro. Dann habe ich hier noch meine Original Fat Shark Brille. Die habe ich vielleicht auch 10 Mal benutzt. Hier noch mit dem Akku dran. Der wird wahrscheinlich inzwischen nicht mehr so gut sein, der dann hier seitlich dran kommt. Außerdem ist noch das Etui dabei und da sind neben noch ein paar Kabeln und Reinigungstüchern natürlich dann auch noch die Antenne dabei, die ihr benötigt. Ist auch schon ein etwas älteres Modell. Gibt es bestimmt inzwischen auch neueres. Mich hat das Ding damals ein Schweinegeld gekostet, weil ich mir eingebildet habe, ich möchte unbedingt FPV machen. Ich weiß gar nicht mehr, doch, ich glaube 150, 200 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich würde euch das Ding für 50 Euro überlassen. Ist, denke ich, ganz nett für Einsteiger. So, dann kommen wir schon zu den letzten Sachen. Das hier ist meine GoPro Hero 3 Plus, die Silver. Hat mir sehr lange viel gute Dienste geleistet. Kann man in den Heli klemmen, kann man sich auf den Kopf klemmen, auf die Brust. Ich habe ganz viel Stick-Moves damit aufgenommen. Die ist nicht wasserfest. Ihr braucht dann noch dieses Case außenrum. Zubehör kriegt ihr bei Amazon für einen Apfel und ein Ei. Da ist dann alles Mögliche dabei für aufs Motorrad oder auf den Kopf oder auf die Brust oder mit einer Schwimmboje dran. Da kriegt ihr für 10 Euro teilweise so komplette Kisten. Läuft mit einer Micro-SD-Karte, hat auch einen HDMI-Ausgang, USB. Ja, ist ein super Ding, filmt auch bis HD. Als Einsteiger GoPro eigentlich wirklich ganz super. Ich habe inzwischen nicht mehr das neueste Modell, ich meine das vorvorletzte, weil die Dinger sind echt teuer, weil sie eben so gut sind. Ich brauche sie allerdings nicht mehr, deswegen würde ich sie euch für 50 Euro überlassen. So, und dann habe ich noch 2 Nachbau-Action-Cams. Einmal die Rollei, die konnte, glaube ich, auch HD. Die hat hier hinten sogar extra so einen externen Monitor dran, den man abnehmen kann. Und dann habe ich hier die Cam One. Das ist auch so ein kleiner GoPro-Nachbau mit Tasten obendrauf und mit integrierten Bildschirm. Die sind beide, glaube ich, auch bis maximal HD. Bei der Rollei kommt allerdings noch hinzu, das war damals ein Geschenk, hier mit fettem Koffer. Moment, geh auf. Da ist dann noch alles Mögliche an Zubehör mit Unterwasser-Case und weiß Gott was alles dabei. Das kriegt ihr dann da alles dazu. Die laufen beide mit Micro-SD oder Mini-Micro-SD zum Aufnehmen, USB-Ausgang, HDMI-Ausgang. Also
Ist eigentlich Action Cam, das gleiche wie eine GoPro, nur halt sehr viel günstiger. Für das Ding, für das Ding inklusive dem Koffer hätte ich gerne einen Zehner und für das Ding allein hätte ich auch gerne einen Zehner. So, jetzt kommen wir schon zu den letzten Sachen. Ich habe hier, weil ihr ja wisst, dass ich meinen Black Thunder auf das Contronic-Design umgebaut habe, ich habe hier noch die originale Haube, die passt auf den originalen 630er und auch auf den 700er Black Thunder und dazu passend das Heckrohr. Das ist benutzt. Ihr seht, das ist oben schon ein kleines bisschen ausgeblichen, aber ansonsten, ja, die zwei Sachen. Ich weiß, dass die Haube neu 120 kostet und das Ding hier, glaube ich, 70. Ich würde die Haube verkaufen für 50 Euro, das Heckrohr für 40 Euro und ich habe das gleiche Heckrohr nochmal für den 630er. Das habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht 4 Wochen benutzt, bevor ich ihn umgebaut habe. Das gleiche Heckrohr für den 630er habe ich dann auch nochmal für 40 Euro. Ja, und das letzte, was ich euch zeigen möchte, ist ziemlich groß. Ja, das ist ein sogenannter, wo haben wir es denn? Hier. Das ist der Heli Bag. Das ist quasi wie eine Tragetasche, aber ist ein Rucksack, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, das Ding ist so gedacht, da kommt hier längs der Hubschrauber rein. Ihr habt hier Seitentaschen für die Akkus, einmal links und einmal rechts. Und hier innen kommt zum Beispiel dann Werkzeug. Oh Gott. Werkzeug und hier kommt dann der Sender rein. Innen drin ist auch nochmal sind solche Straps, ich hoffe, man kann die jetzt hier sehen. Solche Straps, die sind dafür gedacht, dass man die Kufen auch festschnallen kann, damit der Heli innen drin nicht verrutscht. Dann wird das Ganze hier zugemacht und wird dann so getragen. So ein bisschen wie so ein kleiner Musikkoffer. Der Helibag wird nicht mehr produziert. Das heißt, ihr könnt den auch nirgends mehr herbekommen. Ich habe den damals benutzt, als ich noch kein Auto hatte und zum Flugfeld musste. Der ist offiziell ein 600er Helibag. Ich habe meinen Raptor 700, den habe ich da reingekriegt, gerade so, also hat gerade reingepasst. Ich würde aber sagen, ich kann euch jetzt keine Maße geben, wie viel ganz genau reinpasst. Beim 700er, glaube ich, wird es knapp, gerade wenn ihr ein bisschen den größeren 700er habt. Ein 600er passt aber rein. So. Ihr könnt natürlich da auch alles reinpacken, was kleiner ist, dann wiegt es weniger und ihr habt mehr Platz. Nur für diejenigen, die große 700er haben, für 700er Helis übernehme ich keine Garantie, dass die da reinpassen. Mich hat das Ding damals 150 Euro gekostet. Ich würde euch den Rucksack überlassen für 75 Euro. So, dann kommen wir jetzt noch zu Sachen, die eigentlich nichts kosten, weil ich sie von Veranstaltungen oder von Sponsoren gekriegt habe. Da dürft ihr mir frei Schnauze einfach einen Preis nennen. Das sind hauptsächlich T-Shirts, wie zum Beispiel hier dieses Graupner Hot T-Shirt. Die, denke ich mal, werdet ihr dann unterschrieben oder irgendwas haben wollen, kann ich sehr gerne machen. Da geht es einfach nach freiem Gebot. Sagt mir einfach, wie viel ihr mir dafür geben würdet und was ich draufschreiben soll. Und dann gehe ich die jetzt einfach mal durch. Das hier ist Größe Männer S. Das ist ein Graupner Hot T-Shirt. Dann haben wir hier zwei Stick Mover Cappies. Ein Graupner Hot Cappy. Dann ein Graupner Polo in der Größe S. Dann, das habe ich in Amerika gewonnen, ein XL, ein amerikanisches XL, SAB USA. Dann von meinem letzten Jahr in Australien, Größe M, vom Canberra Helifest. Da stehe sogar ich hinten mit drauf, unter First Lady. Das gleiche habe ich nochmal in Langarm und Weiß.
So, und dann kommen 2 Sachen, die ich persönlich gemacht habe. Das hier kennt ihr vielleicht noch, das hatte ich vor 2 Jahren auf der Rotor Live an. Das ist mein First Lady Canopy T-Shirt, da stehen auch hinten meine Sponsoren drauf. Das wird dann natürlich nochmal gewaschen und ein wenig gebügelt, weil, ja. Also ich sage direkt, das sind Sachen, die hatte ich an. Die haben hier auch ein bisschen Flecken und so. Also für die, die das eklig finden, besser nicht. Wegschmeißen kann ich es immer noch. Wenn es keiner haben will, ist kein Ding. Aber ich dachte mir, wenn es irgendjemand haben will, bitte. Und das andere ist das, was ich bei meinem allerersten Girls United in Venlo getragen habe. Für diejenigen von euch, die mir länger folgen, werden das kennen. Das ist das hier von unserem Girls United. Und da sind wir hinten nochmal alle drauf und meine damaligen Sponsoren. Das ist auch jetzt nicht mehr so das sauberste, sind einige Flecken drauf, aber das ist dann eher so ein Sammlerstück. Ja, ist halt aus den guten alten Zeiten und anziehen werde ich es mit Sicherheit nicht mehr. Und bevor es rumfliegt, soll es jemand haben, der da irgendwie einen Wert drin sieht, sonst kommt es weg. So, wie gesagt, das sind die Sachen, die unterschreibe ich gern oder mache sonst irgendwas damit. Da dürft ihr mir einen freien Preis nennen. So, dann sind wir jetzt endlich durch, meine Güte. Ihr wollt gar nicht wissen, wie das jetzt hier um mich rum aussieht. Ihr habt jetzt alles gesehen, was ich zu verkaufen habe. Denkt dran, die Preise, die ich euch genannt habe, sind Preise, da geht nichts drunter. Ihr könnt aber mehr bieten, wenn ihr euch sicher sein wollt, dass ihr das Produkt haben wollt. Ansonsten, wenn sich mehrere Leute melden, die das gleiche Ding haben wollen zum gleichen Preis, derjenige, der sich zuerst meldet, gewinnt. Und ansonsten, wenn ihr mehr bietet, dann habt ihr einen Vorzug. Wie gehabt, ich werde die Kommentare für dieses Video deaktivieren. Das heißt, bitte schickt mir eine E-Mail mit Angabe, was ihr haben wollt, was ihr bietet, wie viel davon, falls es mehrere sind, und eurem Namen an youtube@simone-zunderer.de. Und ja, ich freue mich, wenn die Sachen einen neuen Besitzer finden. Dann freue ich mich, von euch zu hören. Und ja, danke schon mal im Voraus.